Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte, Folge 27. Hey, Süße. Wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Schäm dich. Was machst du hier? Lass mich in Ruhe. Warum, Liebling? Ich bin hierher gekommen, um dich zu sehen. Du bist sehr hübsch. Ich fühle mich so schlecht für dich. Ich weiß, dass deine Stiefmutter dich nicht mag. Ich werde dich beschützen. Ich mag dich sehr. Du solltest dich schämen. Schau dein Alter an. Ich will nicht mit dir reden. Du neckst mich jeden Tag. Ich hasse dich. Ich mag dich nicht. Du weißt, dass ich allein lebe. Meine Frau ist vor 3 Jahren gestorben. Ich will mit dir schlafen. Du bist sehr hübsch. Ich werde dich heiraten. Was sagst du? Ich habe mein eigenes Haus. Du musst diese Äpfel nicht verkaufen. Genug ist genug. Ich werde dich nicht heiraten. Ich bin glücklich in meinem Leben. Zeig mir dein Gesicht nie wieder, alter Mann. Ich bin kein schwaches Mädchen. Verschwinde. Ich gehe. Ich werde dich bald sehen. Du kannst mir nicht entkommen. Ich werde dich eines Tages heiraten. Warte nur ab und sieh zu. Das ist mein Haus. Ich lebe hier mit meinem Mann und meiner Schwiegermutter. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du wirst eine gute Mutter sein. Vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wo ist die Küche? Ich werde dir Essen kochen. Du musst heute nichts machen. Ich habe das Mittagessen gemacht. Ich werde dir dein Zimmer zeigen. Du musst duschen und dich ausruhen. Lena. Lena. Wer ist diese Dame? Sie ist unsere neue Haushälterin. Sie braucht meine Hilfe. Ich habe sie eingestellt. Sie wird hier bleiben. Was? Eine neue Haushälterin? Das hast du mir nicht gesagt. Wo hast du sie gefunden? Ich werde dir später alles erzählen. Es geht ihr nicht gut. Sie muss sich ausruhen. Komm mit mir. Ich werde dir dein Zimmer zeigen. Das ist dein Zimmer. Du kannst dich jetzt ausruhen. Ich werde später mit dir sprechen. Übrigens, wie heißt du? Mein Name ist Martina. Vielen Dank nochmals. Ich bin eine Fremde. Du lässt mich in deinem Haus bleiben. Du bist ein guter Mensch. Gott segne dich. Ich werde hart arbeiten. Ich kann deinen Schmerz verstehen. Du bist eine alleinerziehende Mutter. Dein Mann wird es eines Tages bereuen. Was? Das heißt, sie ist eine Bettlerin. Sie ist außerdem schwanger. Wir wissen nichts über sie. Wer ist sie?
Lena hat sie auch eingestellt. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Sie wird hier arbeiten. Wir haben ihr nur geholfen. Ihr Mann hat sie hinausgeworfen. Sie wird hier arbeiten und Geld verdienen. Bitte lass sie hier bleiben. Sie hat viel vor uns geweint. Ich kann ihren Schmerz verstehen, Lena ist durch dieselbe Situation gegangen. Es tut mir sehr leid. Ich hätte dich vorher fragen sollen. Liebe Lena, ich bin nicht böse auf dich. Ich kenne deine Absicht. In Ordnung. Sie kann hier bleiben. Bitte sei nicht traurig. Vielen Dank. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Mein Plan hat funktioniert. Sie hat mich nicht erkannt. Ich werde hier bleiben. Ich muss nicht mehr betteln. Das ist jetzt mein Haus. Eines Tages wirst du es bereuen, Lena. Warte nur ab und sieh zu. Liebe Lena, ich habe dich belogen. Du bist sehr unschuldig. Mia lebt hier. Ich muss mit ihrer Mutter sprechen. Du musst mich heiraten, Mia. Ich liebe dich sehr. Du wirst meine Frau sein. Hallo, meine Damen. Wie geht es euch? Ich muss mit euch sprechen. Du. Was machst du hier? Wir wollen nicht mit dir sprechen. Komm schon. Jeder kennt mich in diesem Dorf. Ich bin ein reicher Mensch. Ich brauche deine Hilfe. Es ist zu deinem Vorteil. Was meinst du? Was willst du sagen? Gut, wir werden dir zuhören. Danke. Du weißt, ich lebe allein. Meine Frau ist gestorben. Ich brauche eine Lebenspartnerin in meinem Leben. Eigentlich mag ich Mia sehr. Ich möchte sie heiraten. Was? Hast du den Verstand verloren? Wie kannst du es wagen? Sie ist meine Tochter. Sie ist ein junges Mädchen. Geh sofort aus meinem Haus. Du kannst sie nicht heiraten. Wir brauchen sie. Sie arbeitet für mich. Mama hat recht. Sie ist meine Schwester. Sie putzt dieses Haus. Sie wäscht meine Kleidung. Sie kocht Essen. Sie kann von hier nicht weggehen. Du musst gehen. Du kannst meine Schwester nicht heiraten, alter Mann. Beruhigt euch, meine Damen. Ich habe ein Angebot für euch. Ihr müsst mir nur zuhören. Ich weiß, dass du Mia nicht liebst. Du benutzt sie nur. Sie verkauft Obst auf dem Markt für dich. Du nimmst ihr Geld. Das ist unsere Familienangelegenheit. Halte dich einfach von uns fern. Du bist eine dumme Frau. Ich habe gesagt, hör mir zu. Ich werde dir Geld geben. Geld? Was meinst du?
Was ist dein Angebot? Mia verdient täglich 100 Euro. Du bekommst auch die Rente ihres Vaters. Lass mich sie heiraten. Ich werde dir täglich 200 Euro geben. Ich werde dir außerdem sofort 10.000 Euro geben. Was sagst du? Hat dir mein Angebot gefallen? Was? 10.000 Euro? Wir bekommen auch täglich 200 Euro. Machst du Witze? Hey, alter Mann, ich mag keine Witze. Willst du Mia kaufen? Sie ist nicht sehr wichtig. Ich mache keine Witze. Ich liebe Mia. Ich werde sie heiraten. Wenn du ja sagst, werde ich dir sofort 10.000 Euro geben. Das ist ein gutes Angebot. Du musst sie nur überzeugen. Herr Markus, es tut mir sehr leid. Sie sind ein guter Mensch. Ich werde meine Tochter überzeugen. Du kannst sie heiraten. Wo ist das Geld? Wirst du uns wirklich auch täglich 200 Euro geben? Ja, ich mache keine Witze. Danke für deine Hilfe. Ich werde morgen kommen. Vielen Dank. Gern geschehen. Du kannst morgen kommen. Mia ist sehr glücklich. Ich sollte jetzt gehen. Einen schönen Tag noch. Mama, das ist viel Geld. Mia ist eine Last. Gott sei Dank. Wir haben sie verkauft. Sie wird hier nicht mehr bleiben. Wir müssen sie überzeugen. Mach dir keine Sorgen. Ich werde sie überzeugen. Sie wird mir zuhören. Wir werden morgen einkaufen gehen. Ich möchte ein Markenkleid kaufen. Ich bin total aufgeregt, Lisa. Willkommen, Schatz. Wie war dein Tag? Es war großartig. Ich habe ein neues Projekt bekommen. Wie war dein Tag? Wie geht es meinen Kindern? Sie sind großartig. Du musst hungrig sein. Ich bringe dir dein Abendessen. Klar, ich muss die Toilette benutzen. Ich bin gleich zurück. Er ist Lenas Ehemann. Er ist sehr gut aussehend und reich. Ich muss an ihn denken. Schatz, wie war dein Tag? Hast du die Situation geregelt? Ja, alles ist unter Kontrolle. Die Polizei kann dich nicht finden. Du bist meine Liebe. Ich kann alles für dich tun.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.